Herzlich willkommen zur mündlichen B1-Prüfung. Die Prüfung umfasst 3 Teile. Teil 3: Gemeinsam etwas planen. Situation 1: Ein Kollege oder eine Kollegin von Ihnen hat im Moment sehr viel Stress. Die Person ist oft müde und erschöpft und weiß nicht, was sie dagegen tun kann. Sie möchten gemeinsam besprechen, wie man den Stress reduzieren kann. Planen Sie zusammen, was man gegen den Stress machen kann. Nutzen Sie die folgenden Stichpunkte. Warum so viel Stress? Arbeit, Schule, Familie. Was hilft beim Entspannen? Sport, Hobbys. Wie oft Pausen? Was können wir zusammen machen? Wie besser organisieren? Braucht man Hilfe vom Profi? Halle, hast du auch gemerkt, dass Max im Moment total gestresst ist? Ja, das stimmt. Er sieht sehr müde aus und wirkt immer nervös. Er hat sicher viel Arbeit. Vielleicht auch Probleme zu Hause. Was meinst du? Ja, das kann gut sein. Er arbeitet oft sehr lange und hat wenig Freizeit. Wie wäre es, wenn er öfter kurze Pausen macht? Dann könnte er sich zwischendurch ein bisschen erholen. Gute Idee. Ich denke, jede Stunde eine kleine Pause wäre gut. Was hältst du davon? Das sehe ich genauso. Und vielleicht sollte er nach der Arbeit etwas Entspannendes machen. Sport zum Beispiel. Ja, Sport wäre gut. Oder Spaziergänge im Park. Musik hören hilft vielleicht auch. Was sagst du dazu, wenn wir ihm vorschlagen, mal zusammen etwas zu unternehmen? Zum Beispiel ins Kino gehen oder am Wochenende einen Ausflug machen. Sehr gute Idee. Dann kann er mal abschalten und sich entspannen. Er könnte auch seinen Tag besser planen. Ein kleiner Wochenplan hilft vielleicht. Stimmt. So vergisst er keine Aufgaben und hat mehr Überblick. Das macht weniger Stress. Und wenn es ihm trotzdem nicht besser geht? Vielleicht braucht er doch professionelle Hilfe? Ja, vielleicht ein Gespräch mit einem Psychologen. Aber erstmal könnten wir unsere Tipps geben. Genau. Dann sprechen wir morgen mit ihm. Alles klar. Situation 2: Ihre Lerngruppe möchte eine Präsentation über verschiedene Städte vorbereiten. Sie sollen zusammen eine Präsentation über Ihre Stadt planen. Nutzen Sie die folgenden Stichpunkte. Wo liegt die Stadt? Wie groß? Wie bekannt? Alte Fotos, Geschichte, Sehenswürdigkeiten, YouTube, Internet, sonst noch.
Hallo Max. Bist du bereit, unsere Präsentation über unsere Stadt zu planen? Hallo Anna. Ja, klar. Das wird bestimmt interessant. Wo fangen wir an? Vielleicht mit der Lage. Unsere Stadt liegt ja ziemlich schön, oder? Ja, genau. Unsere Stadt liegt im Süden von Deutschland, nicht weit von den Alpen. Das können wir gleich am Anfang sagen. Stimmt. Und sie ist auch nicht so klein. Etwa 200.000 Einwohner, oder? Ja, ungefähr. Und die Stadt ist bekannt für ihre Altstadt und die schönen alten Gebäude. Ich habe noch alte Fotos von meinen Großeltern. Die könnten wir zeigen. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee. So können wir auch etwas über die Geschichte erzählen. Die Stadt wurde ja schon im Mittelalter gegründet. Genau. Und was machen wir bei den Sehenswürdigkeiten? Wir könnten das Schloss zeigen, den Marktplatz, den großen Stadtpark und natürlich den Dom. Ja, und es gibt tolle YouTube-Videos über die Stadt. Da sieht man die Sehenswürdigkeiten richtig gut. Stimmt. Und wir können auch ein paar Infos von der offiziellen Internetseite der Stadt holen. Was könnten wir noch zeigen? Vielleicht auch die Freizeitmöglichkeiten. Hier kann man super Rad fahren, wandern, schwimmen. Und im Sommer gibt es viele schöne Feste. Das sehe ich genauso. So wird unsere Präsentation spannend und abwechslungsreich. Prima. Dann machen wir jetzt eine Liste, sammeln die Fotos und suchen die YouTube-Videos raus. Perfekt. Ich freue mich schon auf die Präsentation. Situation 3. Ihr Freund möchte ein Fahrrad kaufen. Sie möchten ihm helfen. Planen Sie zusammen, worauf man achten sollte. Nutzen Sie die folgenden Stichpunkte. Für Arbeit oder Freizeit. Wo kaufen? Geschäft oder online? Wie teuer? Welche Marke? Neu oder gebraucht? Zubehör? Helm, Schloss, Licht. Hallo Max, du hast gehört, dass unser Freund Peter ein Fahrrad kaufen möchte, oder? Ja, genau. Er hat mich auch schon gefragt, worauf er achten sollte. Vielleicht können wir ihm ein paar Tipps geben. Gute Idee. Weißt du, wofür er das Fahrrad braucht? Für die Arbeit oder für die Freizeit? Ich glaube, beides. Er will damit zur Arbeit fahren, aber am Wochenende auch Ausflüge machen. Dann wäre ein Trekkingrad vielleicht gut. Das passt für kurze und längere Strecken. Was meinst du? Das sehe ich genauso. Und wo sollte er das Fahrrad kaufen? Im Geschäft oder online?
Ich denke, im Geschäft ist besser. Da kann er das Fahrrad ausprobieren. Was hältst du davon? Ich bin derselben Meinung. Im Geschäft bekommt er auch eine gute Beratung. Und wie teuer darf es sein? Hast du mit ihm darüber gesprochen? Er hat gesagt, er möchte maximal 800 € ausgeben. Das ist ein guter Preis. Denkst du, eine bestimmte Marke wäre wichtig? Ich glaube, für ihn spielt die Marke keine große Rolle. Hauptsache, die Qualität stimmt. Stimmt. Soll er lieber ein neues oder ein gebrauchtes Fahrrad kaufen? Ein neues wäre sicherer, aber gebraucht könnte er vielleicht Geld sparen. Was sagst du dazu? Vielleicht sollte er zuerst im Geschäft neue Modelle anschauen und dann überlegen. Gute Idee. Und Zubehör braucht er auch, einen Helm, ein gutes Schloss und natürlich Licht. Genau. Wir können ihm ja alles aufschreiben. Dann hat er eine Liste. Ja, so kann er leichter entscheiden. Hoffentlich findet er schnell das richtige Fahrrad. Bestimmt. Wir haben ihm gute Tipps gegeben.